ey, warum nicht die Gelegenheit nutzen? Ich bin ja hier quasi in so einem Offroad-Park. Und warum nicht mal die Fat Lady ein bisschen an die Grenzen bringen? Ratet mal, wer da stand? Die Polizei. Ich habe doch eine Drohne. Eigentlich könnte ich immer vorfliegen und checken, ob irgendwo eine Straßensperre ist von der Polizei. Jo, da standen die Bullen. Ich habe hier Besuch von so einem Wesen. Ich glaube, das nennt sich Baby oder so. Das ist Kotze irgendwas. Ich habe den Namen vergessen, aber es fängt mit Kotze an. Hi, ich bin Pete und ich lebe, arbeite und reise in meinem Van, der Fat Lady. Ich erkunde die Welt und verschiedene Lebensweisen auf meinem Weg. Gemeinsam lassen wir dabei kein Abenteuer aus. Komm mit und sei dabei. Ja, ich fahre weiter. Erstmal Supermarkt und dann einen neuen Stellplatz suchen. Aber bevor ich abhaue, dachte ich mir, ey, warum nicht die Gelegenheit nutzen? Ich bin ja hier quasi in so einem Offroad-Park. Hier ist keiner und hier fahren auch Motocross-Maschinen den ganzen Tag. Also definitiv eine Offroad-Strecke. Und warum nicht mal die Fat Lady ein bisschen an die Grenzen bringen oder zumindest mal austesten, ein bisschen mehr Gefühl bekommen, was so möglich ist. Und ich fange mal an mit dem Böschungswinkel. Mal vorne, hinten mal testen, was da so geht. Aber ich gehe natürlich nicht an die Grenzen. Das ist ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, irgendwas kaputt zu machen oder den Bus auf die Seite zu legen. Das wäre doof. Insofern immer schön vorsichtig, ne? So, dann versuchen wir es mal. Ich mache auf jeden Fall Allrad und Untersetzung an. Ich sehe zumindest in der anderen Kamera, dass ich wahrscheinlich gleich aufsitze. Ich check das mal eben von außen. Ja, da steht sie. Also es ist ein ziemlich steiler Winkel, gerade der obere Abschnitt. Von dieser Seite sieht es zwar so aus, als ob ich es schaffen würde, ohne aufzusetzen. Aber von der anderen Seite, und das ist die Besonderheit, haben wir eine Stufe. Das ist die Trittstufe zum Einsteigen und dahinter die Standheizung. Und wenn man da mal genauer hinguckt, dann schrappt die da quasi schon entlang. Und wenn ich nicht mit der Trittstufe hängen bleibe, dann bleibe ich auf jeden Fall mit der Standheizung hängen. Was erstmal so nicht dramatisch ist, der Boden ist einigermaßen weich, aber trotzdem, man hat halt die Gefahr, dass man sich irgendwas abreißt. Das heißt, das schafft er nicht von der Bodenfreiheit her. Und das ist halt blöd. Eigentlich würde er es schaffen wegen der Hochlegung, aber wegen der Stufe dann wiederum nicht. Gut, also theoretisch wäre es wohl möglich, aber will ich mir nichts kaputt machen. Ich muss auch rückwärts wieder runter, weil es gibt keinen anderen Weg hier. Und rückwärts ist noch Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwo hängen bleibe. Also lasse ich das mal. Probieren wir mal ein anderes Stückchen aus. Als nächstes will ich mal versuchen, das kleine Stückchen hier hochzufahren. Also es ist jetzt nicht das steilste Stück, es geht aber doch ordentlich berghoch. Die Besonderheit ist, glaube ich, dass das sandig ist, also sehr weicher Untergrund. Und ich probiere es erstmal nur mit Heckantrieb, um mal zu wissen, wo die Grenzen sind vom Heckantrieb. Und das ist hier so der Boden, ne? Also wenn man sich das mal anguckt, das ist alles sandig, das heißt, das wird sich wegdrücken, auflösen und nach hinten rausfliegen. Und ich werde mich wahrscheinlich ziemlich schnell eingraben mit Heckantrieb. Schauen wir mal, ob ich diesen sandigen Berg erklimmen kann. Also Allrad aus. Hier ist es schon sehr sandig direkt am Anfang. Natürlich bei 3,5 Tonnen sinkt er schnell ein. Ja, dreht durch. Ja, eingegraben. Ich probiere es mal mit ein bisschen mehr Schwung. So, ja, alles klar. Ist schon ordentlich eingegraben. So, ich mache mal ESP aus und ein bisschen mehr Schwung.
näher hochgekommen. Hier kann man noch mal ein bisschen die Spuren angucken. Also ein bisschen Steine geschmissen hat er schon. Hier. Ein bisschen was aufgewühlt. Also es fühlt sich beim Fahren mehr oder schlimmer an, als es hier jetzt so aussieht auf der Straße. Das heißt, das Heck ist schon so, man spürt, dass es am Rumschleudern ist und sich so ein bisschen, es will sich querstellen. Das heißt, es fehlt an Traktion. Und sobald Unebenheiten im Boden kommen, fängt er an ein bisschen zu hüpfen und verliert die Traktion. Dann kommt man erst recht nicht vorwärts und dreht sich halt ein. Das heißt, das geht nur mit Schwung und das ist natürlich, geht auf Verschleiß. Ne? Also wenn man mit Schwung solche Pisten hochfährt, mit Schlaglöchern, dann muss man damit rechnen, dass irgendwie Stoßdämpfer oder Fahrwerk oder irgendwas halt nachgibt. Und in so einem Wohnmobil oder Van ist das nochmal was anderes. Da fliegen halt die ganzen Sachen nochmal rum. Und die Messer an der Magnetleiste. Das heißt, das will man natürlich auch nicht. Das ist immer ein Kompromiss zwischen Schwung und Traktion. Da muss man sich halt gut überlegen. Und das ist im Prinzip der Vorteil von Allrad. Wenn man den anhat, braucht man vielleicht nicht so viel Schwung und macht nicht so viele Sachen kaputt. Materialschonender ist natürlich Allrad, wenn man leichter, langsamer und nicht so intensiv da durchballern muss. Ne? Ja, so, kleiner Exkurs zum Thema Offroad. Ich glaube, ich werde noch einen Vlog machen irgendwann mal, der ein bisschen mehr noch über Sachen Offroad erklärt. Ich wollte noch mal ein bisschen Action reinbringen und mal selbst wissen, wo sind die Grenzen, weil so viel Offroad habe ich noch nicht probiert. Und in Deutschland hat man halt wenig Gelegenheit dazu. In Spanien an jeder Ecke quasi und hier ist halt keine Sau, deswegen dachte ich, ich nutze es mal. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Muss ich mal wiederholen bei Gelegenheit. Ja, ich bin gerade auf die Hauptstraße, also die Autobahn draufgefahren. Ratet mal, wer da stand. Die Polizei. Ja, ich hatte kurz noch überlegt, umzudrehen, aber dann war es schon zu spät, wir haben die nicht gesehen. Haben mir natürlich gesagt, dass es verboten ist, umzufahren. Ich habe gesagt, ja klar, weiß ich. Ich bin aber auf dem Weg nach Hause, nach Deutschland. Dann haben sie gefragt, woher ich komme, wo ich jetzt lang fahre und so weiter. Aber haben mich dann jetzt einfach so fahren lassen. Also haben mich nichts unterschreiben lassen oder sonst was. Was das erste Mal gut ist, weil sonst wäre es das jetzt quasi gewesen. Zeigt aber auch, dass Kontrollen definitiv durchgeführt werden. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich Samstagmittags unterwegs bin, was naja, dann vielleicht viele dazu verleitet, am Wochenende noch mal ein bisschen rumzufahren. Ne? Ja, da muss ich vielleicht mal die Hauptstraßen meiden demnächst. Ich kann natürlich immer das Argument bringen, dass ich nach Deutschland zurückfahre. In diesem Fall war es halt glaubwürdig, weil ich quasi an der Grenze zu Portugal bin und ich habe jetzt gesagt, ich komme aus Portugal und bin jetzt hier gerade rübergefahren und will nach Hause. Wird aber vielleicht nicht immer so leicht zu argumentieren sein. Das heißt, da muss ich mich drauf gefasst machen, dass ich quasi jeden Tag nach Hause geschickt werden kann. Aber dann ist es so. Mal gucken, ich fahre jetzt erstmal in die Nachbarstadt und hole mir hoffentlich eine SIM-Karte, weil ich habe kein Internet. Kleines Drama. Also nicht nur kein Strom, sondern auch kein Internet. Das nervt ein bisschen. Ich hoffe, da kriege ich was. Oh Mann, die letzten 4 Tage, die ich da jetzt stand, habe ich vergessen, was gerade in der Welt los ist, muss ich sagen. Ich habe auch keine Nachrichten gelesen, großartig. Das ist ein mega komisches Gefühl. Alles wieder tot, leer, kein Mensch auf den Straßen und dann die Polizei mit Maske und allem drum und dran. Man hat das Gefühl, als ob eine Todesseuche über uns herfällt. Ich meine, klar, es ist nicht ungefährlich und es sterben viele Menschen, aber es fühlt sich echt schlimm an. Also schlimmer als die Zahlen suggerieren, würde ich sagen. Also die Maßnahmen sind schon drastisch. Ich bin angekommen auf dem Supermarktparkplatz. Es gibt aber was Nerviges, wenn man so einen Sprinter fährt. Sieht man im Hintergrund. 2,50 Meter. Da will man auf einem normalen Supermarktparkplatz und ich meine, es gibt keinen Grund für diese Höhenbeschränkung, außer dass da irgendwelche Reklametafeln hängen. Das ist beschränkt auf 2,50 Meter. Das heißt, ich kann nicht auf den Parkplatz fahren. Da muss ich halt ein paar Schritte mehr gehen. Aber nervig ist es irgendwie. Okay, es bleibt spannend. Also ich habe eingekauft, bin erstmal versorgt für ein paar Wochen. Habe leider keine SIM-Karte bekommen. Soweit mein Spanisch hergegeben hat, habe ich verstanden, dass sie quasi nichts verkaufen dürfen, was nicht irgendwie lebensmittelartig ist. Das ist ein bisschen schade.
Vor allem, weil es da extra so eine Handystation gibt. Man kann sich also Handys kaufen. Das ist erlaubt, aber SIM-Karten ist anscheinend nicht erlaubt. Auf jeden Fall hat mir in der Zwischenzeit ein Workaway-Host geantwortet, der jetzt so in 60 Kilometer Entfernung liegt. Und ich versuche da jetzt hinzukommen. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Also ich bin auf der Autobahn unterwegs Richtung Deutschland, also das sollte dann in Ordnung gehen, aber das letzte Stückchen muss ich nochmal so 10 Kilometer südlich fahren, auf einer kleineren Schnellstraße. Das ist natürlich heikel, weil das ist nicht auf dem Weg nach Deutschland. Und wenn... hat mir gerade einer zugewunken. Und wenn die mich da anhalten, dann bin ich natürlich ein bisschen in Erklärungsnot. Der Workaway-Host hat mir auch erzählt, dass die jetzt weitere Vanlifer da haben und 2 von denen wurden schon unterwegs mit einer Strafe versehen. Die durften dann jeweils 150 € zahlen. Also die Polizei nimmt es halt ernst. Ich wurde ja vorhin auch schon eingehalten. Ich bin gespannt, ob ich da ankomme. Man wird sehen. Ansonsten, ich habe gerade Diesel vollgetankt, ich habe Wasser vollgetankt, Lebensmittel habe ich auch. Also überlebe ich auch noch irgendwo länger in der Natur, wenn es sein muss. Nur kein Internet. Und ohne Internet ist es doof. Der Sprit hat übrigens 1 € gekostet. Genau 1 €. Das ist günstig. Tja, Krisenzeiten. Mir ist da gerade ein Gedanke gekommen. Ich habe doch eine Drohne. Eigentlich könnte ich immer vorfliegen und checken, ob irgendwo eine Straßensperre ist von der Polizei. Ja, das sind irgendwie dumme Gedanken, aber das könnte funktionieren, ne? Was? Da ist eine Windhose. Jetzt fängt der spannende Teil an. Das ist zu Ende, ich muss noch ein Stück Landstraße fahren. 2 Kilometer, auf denen ich erwischt werden kann. Ich bin ein bisschen nervös. 1 Kilometer noch. Da standen die Bullen. Da guckte gerade die Motorhaube von dem Bullenfahrzeug raus. Okay. Also gerade rechtzeitig abgebogen. Das ist hier so ein kleiner Geheimweg. Schlammig. Yeah. Ja, die Musik ist ein wenig dramatisch gewählt, aber nur halb so dramatisch wie das, was in mir vorging in diesem Moment. Es ist ein überwältigendes Gefühl, einen sicheren Platz gefunden zu haben. Auffällig war in diesem Moment, dass keiner so wirklich wusste, wie man sich begrüßen soll in den Hochzeiten der Corona-Pandemie. Doch die Unsicherheit währte nur kurz. So, ich bin angekommen bei dem Workaway-Host. Es ist quasi so ein Eco-Gemeinschaft
Die pflanzen hier ganz viele Sachen an, beschäftigen sich mit Permakultur, leben hier sehr ökologisch mit Trenntoilette, also Komposttoilette. Sehr schön, bin sehr nett in Empfang genommen worden und da campen noch andere, auch Deutsche. Ja, die haben jeweils 3 Kinder, sind zu 5 unterwegs, jeweils im Bulli. Ja, die haben es ein bisschen enger als ich alleine in meinem Sprinter. Die haben ja schon beneidet um den Platz. Alleine in so einem großen Sprinter, ja, das ist schon Luxus, ja. Ja, ich bin froh, ein paar Leute zu sehen, mal wieder gequatscht zu haben und ja, freue mich auf die nächsten Tage. Und hier ist Sand, überall schöner Sand, fühlt sich an wie Strand und es ist wirklich schön. Ja, und die beschäftigen sich mit Anpflanzen von Goji-Beeren hauptsächlich, damit machen die ihr Geld. Pflanzen das halt im großen Stil an, was hat die gesagt, 2500 Goji-Beerbüsche. Und das ernten die halt und exportieren das meiste nach Deutschland. Ja, interessant. Ich mache mir jetzt noch was zu essen. Ich habe Hunger. Ich habe hier Besuch von so einem Wesen. Ich glaube, das nennt sich Baby oder so. Witzig. Ja, Abenteuerspielplatz für Kinder. Die können hier alles erkunden. Voll cool. Ja, es ist so gut, wieder unter Leuten zu sein. Unglaublich. Und nicht nur unter Leuten, sondern ganz viele Kinder. Viel gute Laune, sehr viel Herzlichkeit. Oh, das ist wirklich schön. Habe ich vermisst die letzten Tage. Ja, ich glaube, hier kann ich bleiben. Hier werde ich auch länger bleiben. Ich werde das hier ordentlich genießen und habe hier alle Möglichkeiten, die ich brauche. Internet habe ich auch, schnelles Internet sogar, was echt cool ist. Ja, im Hintergrund sieht man die Goji-Bär-Plantage. Irgendwie dachte ich, die kommen aus China oder so. Aber ich glaube, China ist auch Hauptproduzent von Goji-Bären, aber anscheinend geht das hier auch ganz gut. Da sind ein paar Büsche. Wahnsinn. Und die sind zwischen Juni und September, glaube ich, irgendwie reif. Oder da fällt zumindest die meiste Arbeit an. Ich vermute, dass man die im September irgendwie ernten muss. Wer bist du überhaupt? Ich bin Pia. Ach, Pia. Was machst du da? Ich koche für 8 Leute Abendessen. Ja. Genau, wir sind eine Gruppe von 8 und wir müssen immer für alle 8 kochen. Wobei nicht wir, sondern wir wechseln uns immer ab. Das wäre ein bisschen viel. Ja, es gibt heute Stampfkartoffeln mit Gemüse und Linsen eingekocht und Salat. Vor den anderen Fuß. Ganz einfach Rosis Nummer wählen und draußen vor der großen Stadt stehen die Nutten sich die Füße platt. Skandal im Sperrbezirk, Skandal im Sperrbezirk, Skandal, Skandal um Rosi. Wieso ist das die gleiche Strophe? Das ist ja komisch. Hallo, wer bist du?
Das ist Kotze irgendwas. Ich habe den Namen vergessen, aber er fängt mit Kotze an. Ah, die ist süß. Eine richtige Schmusekatze. Da bin ich nun im Eco Village. Ja, es ist viel, viel besser, als ich es erwartet habe. Hier sind so nette Menschen. Ich wurde so toll empfangen. Und es ist echt cool hier und alle entspannt. Aber nicht so mega hippie-mäßig und nicht irgendwie, wie man so sich Hippies vorstellt, sondern einfach nur entspannt, coole Leute, die irgendwie das Leben genießen und zusammenhalten. Cool, ich fühle mich hier wohl. Ich glaube, hier bleibe ich eine Weile. Bin ja gegen den Nachmittag angekommen und habe jetzt an dem Tag heute nicht so viel gefilmt. Ich finde es immer komisch, wenn man dann so zur Begrüßung den Leuten direkt die Kamera ins Gesicht hält. Ich will erstmal so die Leute kennenlernen. Ja, ich gehe glücklich ins Bett heute.